Stellen Sie sich vor 2000 Jahren gab es hier nichts. Nur einen Fluss. Grünliches Wasser, bewaldete Ufer, Morgennebel. Es gab keinen Eiffelturm. Es gab keinen Louvre. Es gab keine Boulevards. Es gab nichts. Und dann kamen ein paar Fische auf eine Insel mitten im Fluss. Und aus dieser Leere entstand eine der begehrtesten, schönsten und einflussreichsten Städte der Welt. Die Frage ist nicht, was Paris heute ist. Die Frage ist, wie wird eine kleine Insel mitten im Fluss und im Zentrum der ganzen Welt? Um genau das zu verstehen, müssen wir fast 2000 Jahre zurückreisen an einen ruhigen Fluss namens Seine. Zu einer kleinen Insel, die einem Mann nicht entging, der dort mit einem gallischen Stamm lebte und sein Reich bis ans Ende der Welt ausdehnen wollte. Es ist das 1. Jahrhundert vor Christus. Julius Caesar führt seine Feldzüge durch Gallien und auf seinem Weg durch dieses weite, ungebändigte Land stößt er auf eine Siedlung, die ihn interessiert. Mitten in der Seine liegt eine längliche Insel, die Île de la Cité. Darauf wohnen die Parisi, ein gallischer Stamm, Händler und Fischer, die von dieser Insel aus den Flussverkehr kontrollieren. Caesar beschreibt sie in seinen Aufzeichnungen nüchtern und präzise, wie er alles beschreibt. Doch was er nicht aufschreibt, was er vielleicht nicht ahnt, ist, dass dieser unscheinbare Ort eines Tages die Hauptstadt der Welt sein wird. Die Römer nennen die Siedlung Lutetia. Sie errichten eine Stadt auf der Insel und am linken Seineufer. Ein Forum, Thermen, ein Amphitheater, Straßen, die schnurgerade nach Süden führen. Lutetia ist kein Ort der Pracht, noch kein Ort des Ruhms. Aber es ist ein Knotenpunkt. Händler kommen, Handwerker siedeln sich an, das Militär baut und verwaltet. Stein für Stein entsteht hier eine Stadt. Noch ohne diesen Namen, noch ohne seine Würde, aber bereits mit seinem Schicksal. Caesar selbst ist längst weiter, längst nach Rom zurückgekehrt, längst ermordet worden. Aber Lutetia wächst. Und als das römische Reich schließlich ins Wanken gerät und die Legionen sich zurückziehen, bleibt eine Gemeinschaft zurück. Menschen, die diesen Ort kennen, die seine Straßen begangen haben, seine Brücken, seine Ufer. Sie werden die ersten Pariser sein, ohne es zu wissen. Lutetia stirbt. Paris beginnt. Jahrhunderte vergehen. Das römische Reich ist Geschichte. Völker ziehen durch das Frankenreich, Merowinger, Karolinger, Wikinger. Der Ort an der Seine wechselt seine Herren, aber er hört nicht auf zu wachsen. Er ist zu strategisch, zu wichtig, zu günstig gelegen. Im frühen Mittelalter wird er zur Hauptstadt der Franken. Aber es ist erst Philipp II., den die Geschichte als Philipp August kennt, der Paris in eine neue Dimension führt. Eine Stadt ohne Mauern ist kein Versprechen. Das hier, das bleibt. Philipp II. Regiert von 1180 bis 1223 und seine Herrschaft ist eine Herrschaft der Entschlossenheit. Er übernimmt eine Stadt, die noch immer eng und ungeordnet ist. Ein Gewirr aus Gassen, in denen Kot und Schlamm zusammenfließen, in denen das Gedränge jeden Morgen aufs Neue einsetzt. Philipp lässt die wichtigsten Straßen pflastern. Er lässt eine neue, massive Stadtmauer errichten, die erste wirkliche Befestigung, die Paris als Einheit umschließt. Und er lässt am rechten Seineufer eine Festung bauen, die Paris für immer prägen wird, den Louvre. Noch kein Museum, noch kein Palast, sondern eine massive militärische Festung, errichtet zur Verteidigung der Stadt und Kontrolle des Flusses. Unter Philipps Herrschaft verdreifacht sich die Bevölkerung. Händler aus ganz Europa kommen nach Paris. Tuch, Gewürze, Leder, Wein. Die Stadt wird reich, weil sie sich in den Fluss des europäischen Handels einschreibt. Philipp versteht das als Grundlage von allem anderen. Ohne Wohlstand keine Ordnung. Ohne Ordnung keine Macht. Als er stirbt, hinterlässt er eine Stadt im Aufbruch.
Paris ist noch keine Weltmetropole. Aber es ist eine Stadt mit Gewicht. Die Bühne ist bereitet. Es fehlt nur das nächste große Kapitel. Im Jahr 1163 geschieht etwas, das Paris für immer verändern wird. Bischof Maurice de Sully, ein Mann aus einfachen Verhältnissen, der sich durch Gelehrtheit und Überzeugung an die Spitze der Kirche von Paris gearbeitet hat, gibt den Auftrag zum Bau einer neuen Kathedrale. Nicht irgendwo, sondern auf der Ile de la Cité, im Herzen der Stadt, auf dem Fundament einer älteren Kirche, die ihm nicht mehr genügt. Das Bauwerk soll alles übertreffen, was Paris bisher kannte. Es soll Notre-Dame de Paris werden. De Sully erlebt die Vollendung nicht mehr. Niemand, der mit dem Bau beginnt, lebt lang genug, um das Ende zu sehen. Jahrzehnte vergehen, Generationen von Steinmetzen, Bildhauern, Glasmalern. Sie alle arbeiten an einem Werk, das größer ist als jeder einzelne von ihnen. Die gotischen Bögen steigen höher als je zuvor. Die Rosettenfenster brechen das Licht in 1000 Farben. Die Türme wachsen in den Himmel, als wollten sie den Abstand zwischen Erde und Gott verringern. Notre-Dame ist mehr als eine Kirche. Sie ist ein Ausdruck des Selbstbewusstseins von Paris. Eine Botschaft an die Welt. Schaut her, was wir erschaffen können. Mit dem Bau der Kathedrale wächst die Universität auf dem linken Seineufer. Entstehen neue Klöster, neue Schulen, neue Ideen. Paris wird zum geistigen Zentrum Europas. Theologen und Philosophen kommen hierher, um zu lernen und zu lehren. Die Stadt denkt, die Stadt baut. Die Stadt glaubt an Gott und an sich selbst. Im 17. Jahrhundert ist Paris bereits die größte Stadt Europas. Über 400.000 Menschen leben hier, drängen sich in Gassen, Märkten, Kirchen. Und über all dem thront ein Mann, der die Stadt und die Welt als Bühne seiner selbst begreift. Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Paris ist meine Bühne, die Welt mein Publikum. Doch das Stück wird in Gardens beginnen, in sein der Sonne niemals unter Gott. Er übernimmt die Herrschaft als Kind, übersteht Aufstände und Intrigen und zieht daraus eine einzige Konsequenz: absolute Macht. Für sich, für Frankreich, für Paris. Ludwig verlegt seinen Hof nach Versailles, ein Palast, der in seinen Ausmaßen alles Dagewesene übertrifft. 2000 Zimmer, 20.000 Menschen in seiner Umgebung, Gärten, die bis zum Horizont reichen. Versailles ist Welttheater und Ludwig ist sein Hauptdarsteller. Jeden Morgen wacht er vor Publikum auf. Jeden Abend geht er vor Publikum schlafen. Der Hof ist eine Inszenierung der Macht und kein Detail ist dem Zufall überlassen. Doch Paris profitiert von diesem Willen zur Größe. Ludwig lässt die Stadt verschönern, neue Plätze anlegen, Triumphbögen errichten, den Arc de Triomphe du Carrousel, die Porte Saint-Denis. Die Académie Française, die Académie des Sciences, die Comédie Française. All diese Institutionen entstehen unter seiner Herrschaft. Paris wird zur Kulturhauptstadt Europas. Französisch wird zur Sprache der Diplomaten, der Gelehrten, der Könige. Und im Zentrum dieser Strahlkraft liegt immer Paris, selbst wenn sein König in Versailles wohnt. Die Stadt ist größer als ihr Herrscher. Paris kennt die Wut und im Sommer 1789 bricht sie aus, mit einer Gewalt, die niemand vorhergesehen hat. Das Volk hat Hunger. Der König hat taubes Ohr. Am 14. Juli stürmt die Pariser Bevölkerung die Bastille. Nicht wegen der Gefangenen, es gibt nur 7, sondern wegen dessen, was das Bauwerk bedeutet. Die Willkür der Macht, das Schweigen der Unterdrückung. Die Monarchie gerät ins Wanken. Und in Paris übernehmen Menschen das Wort, die vorher geschwiegen haben. Einer von ihnen ist Maximilien Robespierre. Er wird zur prägenden Figur einer radikalen Ära, doch die Revolution ist ein breiter Strom, den er und seine Mitstreiter lenken. Er glaubt an die Tugend. Und er glaubt, dass die Revolution ihre Feinde vernichten muss, koste es, was es wolle. Die Guillotine auf dem heutigen Place de la Concorde wird zum Symbol dieser Überzeugung.
Der König stirbt, die Königin stirbt, Tausende sterben. Und dann stirbt Robespierre selbst, auf derselben Guillotine, die er für andere gebaut hat. Aus diesem Chaos steigt ein Mann, den niemand aufhalten kann. Paris geht mein nicht. Ich gehe auf Palace. Diese Stadt hat mein Macht. Und ich werde sie unsterblich machen. Napoleon Bonaparte krönt sich 1804 in Notre Dame selbst. Er nimmt dem Papst die Krone aus der Hand und setzt sie sich auf den eigenen Kopf. Ich gehöre im Palace. Diese Stadt hat mein Macht. Und ich werde sie unsterblich machen. Er lässt den Arc de Triomphe errichten, die Rue de Rivoli anlegen, die Colonne Vendôme errichten. Paris wird zur Bühne imperialer Selbstdarstellung. Doch Napoleon scheitert. Moskau, Waterloo, St. Helena. Er stirbt im Exil, weit weg von der Stadt, die er geliebt hat. Doch der Code Napoleon gilt bis heute. Napoleon verschwindet. Paris bleibt. Mitte des 19. Jahrhunderts ist Paris eine kranke Stadt. Enge Gassen, versumpft, überfüllt. Eine Brutstätte für Cholera und Aufstände. Napoleon III. Findet den Mann, der das ändern kann, Georges-Eugène Haussmann. Er lässt ganze Quartiere abreißen, enge Gassen verschwinden. Und an ihrer Stelle entstehen breite Boulevards, nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern auch aus strategischen. Barrikadenkämpfe sollten verhindert, das Militär effizienter bewegt werden. 1889 wird der Eiffelturm eröffnet, zunächst belächelt, heute eines der bekanntesten Bauwerke der Menschheitsgeschichte. Belle Époque, Montmartre, Montparnasse, Monet, Zola. Paris ist Weltkunsthauptstadt. Dann kommen die Kriege. Der Zweite Weltkrieg bringt die deutsche Besatzung. 4 Jahre lang weht eine Hakenkreuzfahne über dem Eiffelturm. Doch Paris überlebt. Im August 1944 befreit sich die Stadt selbst. Heute ist Paris eine andere Stadt. Und dieselbe Stadt. Wer über die Brücken der Seine geht, geht über Jahrhunderte. Das Wasser fließt. Paris bleibt. 2000 Jahre haben diese Stadt geformt. Römer, Könige, Revolutionäre, Kaiser, Künstler. Paris ist nicht nur eine Stadt. Es ist eine Geschichte. Von Lutetia bis zur Weltmetropole, von Julius Caesar bis heute. Und diese Geschichte wird weitergeschrieben. Jeden Tag. An der Seine. Unter dem Licht, das über Notre Dame aufgeht, wie seit 2000 Jahren.